Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Und zwar bei einem Filmfestival Sehsüchte, das in Babelsberg stattfand. Vor fast einem Jahr. Ich weiß, eine Ewigkeit, aber manchmal braucht der Schnitt eben Zeit, besonders wenn Schnitt nicht nur dein Hobby, sondern auch dein Job ist. Zum Glück. Am ersten Tag war das Screening unseres Films im Waschhaus Potsdam. Es ist sehr lustig, weil ich richtig angespannt war, dass ich mir meine Hose bekleckert hatte. Mit eigentlich der leckersten Pizza der Welt. Ein paar Worte zum Logline des Kurzfilms. Ein Mensch, gefangen in der Alltagsroutine, begegnet seinem Doppelgänger. Für mich war es eine Herausforderung, so einen Kurzfilm zu drehen. Rund 90% wurden über Spiegelungen in Alltagsobjekten der Wohnung gefilmt, um die Unwirklichkeit des Geschehens zu vermitteln. Nach dem Screening gingen wir zurück in unsere kleine, aber gemütliche Airbnb-Wohnung mit einer Menge Lieblingsjoghurt. Es war unvergesslich. Nicht nur, weil es mein allererstes Filmfestival als Regisseurin war, vorher nahm ich immer nur als Freiwillige teil, sondern auch, weil Senja mit mir da war, mein wichtigster Mitdenker, talentierter Filmemacher, sondern auch ein großartiger Schauspieler. Er spielte die Hauptrolle in diesem Kurzfilm. Übrigens, alle Aufnahmen hier sind vor ihm. Und jetzt Tag Nummer 2 im Filmmuseum Potsdam. Ein absoluter Traum, das älteste Filmmuseum Deutschlands, das früher ein barockes Stadtschloss war. Und dort vorne steht der polnische Regisseur, der in unserer Kategorie Best Fiction Film gewinnen wird. So ein Spoiler. Um ehrlich zu sein, jeder Film auf diesem Festival war ein echtes Kunstwerk. Ich war total begeistert. Abends am letzten Tag des Festivals trat eine Berliner Band Westhafen auf. Echter Rock. Als ich diese Geist in der Menge sah, sahen sie so aus, als wären sie gerade mit der Zeitmaschine aus der 70ern ausgestiegen. Ich schwöre, wie junge Rolling Stones. Und der Höhepunkt, ein Frame aus unserem Film, wurde ausgewählt für die finale Filmselektion mit Live-Musik. Wahnsinn. Wir haben uns wie im 7. Himmel gefühlt. Für mich war dieses Festival ein echtes Geschenk, im wahrsten Sinne des Wortes. Es fand genau nämlich an meinem Geburtstag statt, Ende April. Damit der Rückfall in den Alltag nicht ganz so weh tut, sind wir erstmal noch über Berlin gefahren. Dort besuchten wir die Berliner Mauer und ja, auch das war ein erstes Mal für mich. Hinter der Kamera war übrigens Nastja Nasson-Kenan dabei. Ihr bin ich unendlich dankbar, die mich ermutigt hat, mich für dieses Festival zu bewerben. Danke dir, Nastja. Hier suchten wir 3 mit Spaß nach Gebäuden, die uns an Minsk erinnern. Diese kleine Geschichte geht nun leider zu Ende. Am Horizont rollt schon der Zug Berlin-Prag herein und wie versprochen, hier kommt meine Serenade an Berlin. Berlin.